Was kann ich selbst tun für ein gesundes Leben? Wie lässt sich Typ-2-Diabetes verhindern? Im DIAB-Info-Podcast geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tipps direkt aus der Forschung. Fundiert und praktisch. Heute geht es um die Frage: Man muss nur diszipliniert genug essen und 2-mal die Woche Sport treiben, dann bleibt man von Diabetes sicher verschont. Diesen Eindruck vermitteln viele Medienbeiträge. Stimmt das wirklich? Hat man sein Diabetesrisiko komplett selbst in der Hand? Über diese Frage spreche ich heute mit Herrn Professor Andreas Fritsche. Er hat den Lehrstuhl für Prävention und Ernährungsmedizin an der Uniklinik Tübingen. Am Uniklinikum behandelt er Menschen mit Diabetes und für das Helmholtz-Zentrum München erforscht er, wie man diese Krankheit von Anfang an vermeiden kann. Mein Name ist Franziska Dräger. Ich bin Wissenschaftsjournalistin bei diabinfo.de. Herr Professor Fritsche, wie viel vom eigenen Diabetesrisiko hat man denn selbst in der Hand? Man kann sehr gut den Diabetes vermeiden oder, wie man mit Fremdwörtern sagt, eine Prävention betreiben, indem man seinen Lebensstil anpasst und gesund isst und sich viel bewegt. Das ist die positive Nachricht. Man darf aber nicht erwarten, dass man das gesamte Risiko hier selbst in der Hand hat, sondern es gibt eben auch genetische Ursachen und epigenetische Risikofaktoren und das hat man nicht in der Hand. Also wie bei jeder Krankheit ist es auch bei Diabetes so, man hat nicht die komplette Schuld selbst, sondern es gibt auch eine schicksalshafte Komponente. Und man darf nicht meinen, dass man alles nur mit Lebensstil erreichen kann. Wenn wir jetzt mal auf die genetische Komponente schauen, mal angenommen, meine Großmutter und mein Vater haben bereits Diabetes, wie hoch ist denn jetzt meine persönliche Chance, noch da entgegenzuwirken? Jeder hat die Möglichkeit, gesund zu bleiben mit diesen Lebensstilmaßnahmen. Und gerade Menschen, die ein hohes Risiko haben, die also Diabetes in der Familie schon vorhanden haben oder die übergewichtig sind oder die sich nicht genügend bewegen, die können am meisten für ihre Gesundheit tun, indem sie sich aktivieren und einen gesunden Lebensstil pflegen. Was sind denn jetzt die Kernpunkte von diesem gesunden Lebensstil? Die Kernpunkte sind Gewichtsabnahme. Wenn man übergewichtig ist, sollte man versuchen, Gewicht abzunehmen und das kann man ganz einfach erreichen, indem man weniger Kalorien zu sich nimmt und mehr Kalorien verbrennt. Das klingt so banal, dass ich mich fast schäme, das so zu sagen, aber auch nach vielen Jahren Forschung bleibt dieser Grundsatz bestehen. Das heißt, Ernährung ist im Grunde der wichtigste Pfeiler für die Prävention. Ich würde beides immer zusammen sehen, Ernährung, Kalorienreduktion und körperliche Bewegung. Das ist das qualifizierte Abnehmen. Aber nicht jeder Diabetespatient ist übergewichtig und das Abnehmen bringt dann nur was, wenn man eben übergewichtig ist. Ungefähr 1/4 bis 1/3 aller Diabetespatienten sind normalgewichtig und da steht diese kalorienreduzierte Ernährung gar nicht so im Vordergrund. Was können die dann tun? Diabetes ist eine ganz normale Erkrankung und diese Menschen müssen sich mehr bewegen, aber die müssen eben auch relativ früh Medikamente einnehmen, wenn sie Diabetes bekommen. Wie sehr beeinflusst denn unsere Umwelt, ob wir Diabetes kriegen oder nicht? Man liest ja immer mal wieder von Hormonen in Plastik oder auch von Zusatzstoffen in Lebensmitteln, die das Risiko erhöhen sollen. Da gibt es neuere Theorien, die aber alle noch nicht letztendlich bewiesen sind. Also man spricht von dem Risikofaktor Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung und eben das, was Sie erwähnt haben, auch Plastikmüll, was den Hormonhaushalt beeinflussen kann. Es ist aber besonders wichtig, mir zu betonen, dass die Umwelt schon auf das ungeborene Kind sich auswirken kann und dann indirekt durch eine Programmierung des Stoffwechsels das Diabetesrisiko erhöhen kann und dann im späteren Leben überhaupt nicht notwendigerweise eine diabetogene Umwelt vorhanden sein muss, sondern dass es schon quasi im Mutterleib geprägt wird und später dann gar nicht mehr modifiziert wird, dieses Risiko. Wie wird es denn besonders stark erhöht im Mutterleib bereits? Da machen wir im DZD dazu Forschungsuntersuchungen.
Es gibt aus dem Tiermodell Hinweise, dass bestimmte fettreiche Ernährung der Mutter oder Stressfaktoren, die während der Schwangerschaft auf die Mutter einwirken und auf das Kind dann eben den Stoffwechsel prägen. Und wir können das auch bei Menschen nachvollziehen, dass erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhte Fettwerte das kindliche Gehirn eben schon so prägen, dass der Stoffwechsel Richtung Diabetes geprägt ist. Das heißt jetzt für werdende Mütter, dass sie sich möglichst fettarm ernähren sollen? Das stimmt, aber das gilt nicht nur für die Mütter, sondern eben auch für die Väter. Die sind zu 50% an diesem sogenannten epigenetischen Risiko oder diesem programmierten Diabetes von Kindesbeinen an eben schon beteiligt. Und es ist eigentlich auch so, dass schon vor der Zeugung der Lebensstil gesund sein sollte. Also wir sollten eben schon bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 20 eben schauen, dass die nicht übergewichtig sind und gesund leben. Also schon sehr früh anfangen. Das Fazit. Mit gesunder Ernährung und viel Bewegung können wir unser Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, stark senken. Aber komplett haben wir es nicht selbst in der Hand. Denn es gibt auch noch eine genetische Komponente und auch das Verhalten unserer Eltern, sogar schon vor unserer Zeugung, hat Einfluss auf unser Risiko. Sie wollen wissen, wie Sie Stressessen vermeiden können oder ob Sport tatsächlich nötig ist, um abzunehmen? Dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.